herzlich willkommen. Es ist der letzte Freitag des Jahres und auch heute habe ich wieder einen Griff für euch. Es ist ein altbekannter Griff, der Starkiller V4 von Warsabers. Ich weiß, ich habe schon öfters das Video zu diesem Griff gemacht, aber der ist einfach gut. Der ist einfach gut und es ist mir dieses Mal wieder eine Herzensangelegenheit, diesen Griff halt installiert zu haben, und zwar für den lieben Jerome von Einfach Licht TV. Ihm haben wir auch das deutsche Menü zu verdanken fürs Profi. Heute auch für ihn oder von ihm für ihn die Ansprache, wenn er das Edit-Menü halt betritt, dass er angesprochen wird. Das ist ja immer individuell. Also wenn ihr euch das holen wollt, dann gebt ihm euren Namen durch oder den Namen, die das Lichtschwert eben sagen soll, und er arbeitet das ein. So, was ist an dem Griff großartig anders? Also einmal habe ich jetzt erstmal unten hier den Griff hier nicht arretiert. Ich weiß, das Clocking stimmt gerade nicht, aber das ist mir immer mal wieder zu lästig, diese Schraube hier anzuziehen, während ich den Griff doch zeigen möchte. Also deswegen verzeiht mir, ich mache den hier gerade mal fest, aber das Clocking stimmt nicht. So, ihr seht es vielleicht schon, die Kenner unter euch. Ich habe hier, das auf Bitten von Jerome, diese Kappe hier designt, damit die Kristallkammer ein wenig geschützt ist. Die kann man einfach so abnehmen, also einfach so nicht, das ist schon ein bisschen fester, aber ich habe die so designt, dass die hier praktisch mit dem Design mitgeht, hier diese Schwingung mitmacht. Ein bisschen Licht sollte sie schon durchlassen, sonst ist das Ganze zu langweilig. Wenn man das nicht möchte, klebt man einfach hinten Tape drüber oder sowas, oder ich drucke das einfach neu. Das geht alles. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt so einen recht soliden Griff, bei dem, also man hatte eh nie die Gefahr, da reinzugreifen. Eben, diese Streben waren da, aber so jetzt noch weniger. Und wenn man das Ganze jetzt abnehmen will, dann greift man hier an einer der Seiten und zieht das Ganze ab und hat jetzt wieder diesen wunderschönen Blick auf diese Kristallkammer. Ach, die ist einfach wunderschön. Ich mache mal das Licht aus, dann sehen wir das nochmal gerade. Hier, feinstes Messing, unser Kristall, die LEDs dahinter kaum zu sehen. Die sind sehr schön versteckt und erst wenn ich das anmache, dann leuchtet es hier so richtig. Hier sehen wir jetzt die Rückseite von meiner Abdeckkappe und die greifen halt hier auf diese Streben und einfach drauf gedrückt, fertig. Passt genau. Für die es noch nicht wissen: Dieser Starkiller, der fasst eine 1 Zoll Klinge, hat hier auch diese schöne Rändelschraube, mit der die Klinge direkt arretiert werden kann. Viele Graphics-Elemente vom allerersten Lichtschwert überhaupt. 2 Buttons, Power und AUX. Wie gesagt, hier die Kristallkammer. Dann wird das Ganze angetrieben. Also um den hier zu lösen, muss man normalerweise hier diese Madenschraube erstmal lösen. So. Hier, um den Griff gut abzuziehen, den Covertech, der sollte mit dem Glasauge aligned sein, dann kann ich den am besten hier rausziehen. Ich glaube, das hat irgendwie mit einer nicht ganz feinen Bohrung hier zu tun, die ein bisschen Grat hat oder sowas, und dann ratscht der hier am Chassis entlang. Wenn man das so ausrichtet, dass das Covertech hier in Line mit dem Glasauge ist, dann kann man das wunderbar abziehen. So, dann haben wir hier einen Standard-Akku mit ordentlich Power, 15 Ampere in Ladestrom. Wichtig, 15 Ampere in Ladestrom, denn am Ende kommt hier auch wieder eine Quantum-Klinge rein, also eine Quantum-Klinge à la Rasmus, mit Diffusionsfolie und nicht mit dem Schaumstoff. Ne? Wir wollen ja auch alles Licht da rausholen, was es gibt. Dann haben wir hier unsere Abdeckkappe. Wir sehen hier auf das Profi 3.9er. Diese 3 Kabel lassen sich leider nicht verhindern, die oben drauf zu legen, weil die Anschlüsse nun mal hier oben aufliegen und nicht auf der anderen Seite sind. Die sind dafür da, dass diese USB-Buchse funktioniert. Das ist ganz wunderbar damit. Damit kann ich laden, aber damit kann ich auch flashen. Und das ist ein Traum, dass ich nicht mehr diese USB-C-Buchse hier benutzen muss. Nicht C. Das ist C. Das ist die alte Micro-USB, glaube ich, ist das. Das ist schon sehr angenehm. Diese Schraube niemals lösen, die hält nämlich das Chassis hier fest. Hier dieser Kreis, sind die Auswirkungen der Madenschraube, die hier in dem unteren Griff sind. Die bohrt sich da ja so langsam rein. Ein 28 mm Speaker, der hier eingelassen ist.
So, und hier die Abdeckkappe, die hält magnetisch und verdeckt dann alles. Das ist eine sehr cleane Lösung und ich freue mich jedes Mal wieder darüber, wenn ich das sehe und von meinem eigenen Chassis positiv überrascht bin. Das sehe ich auch nicht jedes Mal. Auch wenn ich den Griff schon ein paar Mal installiert habe. Der macht einfach Freude. Hier diesen Ring, den kann man hier abnehmen. Davon gibt es zwei. Einmal den geweatherten, der ist von Werk aus geweathert und einmal gibt es den auch in klar. Moment. Da ist er auch schon. Also den kann man ohne Probleme einfach austauschen. Sieht auch nicht schlecht aus, wo ich das gerade sehe. Mit dem Schwarz und nur Silber. Ja, auch nicht schlecht. Falls ihr euch da draußen entscheidet, hey, den Griff möchte ich auch haben, das dauert so circa 2 bis 3 Wochen, ehe denn hier ist und dann eine Installation 1 Woche und ja, innerhalb von 3 bis 4 Wochen ist der Griff im Grunde schon fertig. Das geht doch recht schnell. So, wir wollen ihn jetzt, haben wir ihn aktiviert? Ich glaube, jawohl. Wir wollen jetzt einmal, achso, beim Draufsetzen sollte das natürlich auch nach unten ausgerichtet sein. Hat funktioniert. So, ich ziehe ihn jetzt nur fest. Achtet nicht aufs Clocking. Verzeiht es mir. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Das wollte ich. So. Lautstärke ist jetzt gespeichert. So, und jetzt, wenn ich den Edit Mode aktiviere. Ich schwöre eine Verschwörung, die Jedi zu zerstören. Nee, das habe ich nicht richtig gemacht. Gleichzeitig drücken, bis was passiert. Herzlich willkommen in der Lichtschwertwerkstatt am Rand der Galaxis. Wie können wir dir helfen? Seid gegrüßt, einfach Licht. Guten Tag. Meine 2 Leute hier helfen dir gerne. Oh, was für ein schönes Lichtschwert. Dann lass uns mal schauen. So, Super, bis bald. Mach's gut. habe ich denn was gedrückt? Blade-Style-Optionen. Willst du Farben ändern? So, Wähle die Zahl für Klinge, Akzentbeleuchtung oder Kristall. 1, genau. 1 haben wir hier die Klinge. 2, Das ist jetzt LED-Stripe hinter dem Kristall. Und 3 ist hier oben die Buttonbox. Sehen wir jetzt gerade 3, nicht. 2, Da. 3. Da können wir dann halt diese 3 verschiedenen Blades ansteuern und die Farbe jeweils ändern. Aber ich wollte eigentlich, Okay, dann nicht. Super, bist wieder im Haupten. So. Gut. ich wollte einfach nur noch mal in den Edit-Mode. Es hört sich so schön an und dann mit der persönlichen Ansprache einfach Licht in dem Fall, weil sein Kanal so heißt. So, jetzt wollen wir mal noch mal eine Quantum-Klinge reinsetzen. So, hier auch lockern. So, bis zum Anschlag. Auch hier heißt es wieder, diese Pins ein bisschen runterfallen, sonst zerkratzen sie euch die Klinge auf beiden Seiten. Also immer Vorsicht. Und jetzt, wumm. Wunderbar. Wunderbar. Wir sehen hier so gut wie kein Shadowing. Hier dieses leichte, aber das ist wirklich nur sehr leicht. Ah, die ist so schön hell. Die ist so schön hell. Die Effekte, wie die einfach dargestellt werden, es ist super flüssig, durchgängig. Die werden nicht unterbrochen. Das sieht einfach geil aus. Also immer wieder, freut mich immer wieder, diese Klinge zu bauen und dann in Aktion zu sehen. Ja. Ja, der Griff überzeugt mich einfach jedes Mal aufs Neue. Wir haben eine 1 Zoll Klinge, die reingehört, 2 Buttons. Wir haben eine Kristallkammer. Günstiger kommt man nicht an eine Kristallkammer, vor allem nicht aus Metall. Profi 3.9, 28er Speaker, einen dicken Akku, leichten Zugang dazu. Den Ladeport hier oben, wenn man es über USB-C machen möchte. Dauert manchmal ein bisschen, kommt aufs Netzteil an. Ein intelligentes Ladegerät bitte hier benutzen. Genau, ich wollte schon länger mal ein Video machen, welchen Akku sollte man benutzen und welches Ladegerät. Für Lithium-Ionen-Akkus, liebe Freunde, wenn ihr die rausnehmt, braucht ihr auch ein Ladegerät für Lithium-Ionen-Akkus. Am besten ein intelligentes. Die machen den Rest. Hängt da nicht einfach irgendein Netzteil dran mit einem Output von 12 Volt. Dann ist das Ding hinüber. Vor allem, wenn ihr das auch noch im Griff selber macht, mit Ladebuchse oder sowas, dann schmilzt euch das Board. Also
Lithium-Ionen-Akkus werden auch wie Lithium-Ionen-Akkus geladen und nicht wie mit irgendwas anderem. So viel dazu. Genau. Also, ganz viel Spaß hat man hiermit, mit diesem Ladeport. Und ja, das sind... Mehr gibt es eigentlich nicht. Das Einzige, was mir halt bei diesem Griff einfach noch fehlt, ist ein Blade Plug. Der hätte dem Ganzen noch gut getan, aber da draußen gibt es jede Menge, die man sich anschaffen kann, um diesen Griff dann noch zu verfeinern und zu vervollständigen. Dies wird mein letztes veröffentlichtes Video für dieses Jahr sein, aber keine Sorge, nächstes Jahr geht es natürlich weiter. Ein kleiner Vorgeschmack darauf wird sein, das MAM, das Magic of Myth wird darunter sein. Ein Graflex wartet auf uns, das Qui-Gon von 8-9 und garantiert wird auch irgendwann wieder ein Starkiller von Warsabers dabei sein. Ich lege jetzt erstmal die Füße hoch, das solltet ihr auch tun und wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, ciao.